Was haben wir denn diesmal gemacht? Mit dem Auto von Frankfurt über Ellwangen und Villach nach Udine gefahren, zweimal übernachtet, entspannt gecampt und dann 600 Kilometer aufs Rad. 5 Tage, 7300 Höhenmeter. Wieder mal sensationell von The Grand Escape die Route ausgesucht und vorbereitet. Stellenweise auch einen Tag vorher noch umgeschrieben wegen irgendwelcher Straßensperren oder Bauarbeiten. Alles in allem sensationelle Tour mit wahnsinnigen Ausblicken. Take. Willkommen zu unserem dritten Abenteuer. Diesmal geht's hier aus der Nähe von Frankfurt runter Richtung Süden über Österreich nach Udine in Norditalien mit unserem schönen, du hast vorhin gesagt, wie er heißt? Jonathan. Und dann in Udine schließen wir uns dem Grand Escape an, welches uns durch Slowenien führen wird. 5 Tage lang, diesmal die Rennräder dabei. Interessiert das jemanden? Keine Ahnung. Die es gucken vielleicht. So wie wir ja auch solche Filme gucken. So, off we go. Viel Spaß. Wo sitzen wir denn zum Essen? Ja. Genau hier. Ja, als kleiner Kommentar, wir haben den Tisch dabei, aber keine Stühle. Wer braucht Stühle? Doch, ich habe gesagt, wir brauchen Stühle. Und das ist so ein richtiges, so ein Camper-Scheiß. Echt so. Am Tisch noch ohne so Stühle. Prielblumen drauf. Also, wenn wir hier sitzen, morgen zum Frühstück. Super. Siehst du die da hinten? Die haben Stühle. Ja, die haben auch einen Hund und der hat auch ein Tattoo auf dem, so ein Riesenherz auf der Brust. Also, hör mir auf. Guten Morgen. Moin! Weiter geht's. Fahren wir um München rum bis fast an die österreichisch-italienische Grenze Villach an den Osjacher See. Ha? 50 Liter. Haben wir verblasen gestern? 50 Liter? Na dann. Ja, auf 200 Kilometer kann man das mal vertanken. Und wenn du fragst, wer hat's ausgesucht? So, wie viel besser kann so ein Tag nach Autofahren enden als im Osjacher See. Grandios. Das hatten wir eben schon gesagt, ne? Und wer hat's gefunden? Nicht die Schweizerin hat's gefunden. Der Deutsche. Der Deutsche war's. fahren wir um sage und schreibe 10 vor 9
Viel von zu diesem früh. See weg, brauchen 1,5 Stunden und können um 15 Uhr einchecken. Juhu! Wir haben überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Ich war überzeugt, es ist schon nach 10, aber es ist vor 9. Als wir dann endlich nach Tagen der Vorfreude und des Lampenfiebers auf der Piazza Libertà in Udine waren, das lässt sich kaum beschreiben. Es war sensationell. Die Leute, die nach und nach eintrudelten, immer mehr wurden. 500 sind wir dann gewesen als Start, die sich auf 2 verschiedene Strecken verteilt haben, die Klassik und die Express-Tour. Jeder hatte sich zurechtgelegt, wie weit er fahren will an jedem Tag, was ihm wichtig war, ob es das Sightseeing war, die Landschaft aufsaugen oder möglichst schnell durchrasen. Es ist grundsätzlich kein Rennen. Grand Escape ist immer ein Social Ride. Man trifft auf jeder Tour, auf jeder Strecke, auf jeder Teilstrecke die Leute, die sich genauso eingeteilt haben. Es war sensationell. Es ist einfach sensationell. Mir fehlen da manchmal auch die Worte. Man will es ja beschreiben, aber das Gefühl, das kommt gar nicht so rüber. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Zu spät gegessen. Wenn die Großmutter 99 wird. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum 99. Geburtstag. So herrlich. Also ich kann es ja jetzt schon mit 2 Touren, die wir hatten, vergleichen. Aber das ist doch nochmal was anderes. Ist auch ein anderes Wetter. Ein anderes Land. Gut 60 Kilometer des ersten Tages sind wir auf einer alten Bahntrasse gefahren, beziehungsweise einem Radweg, der auf der Bahntrasse verläuft. Der ist Teil des Alpe-Adria-Radwegs. Da fährst du durch Tunnel und es wird von einem Mal von 35 Grad auf gefühlt 10 Grad runtergekühlt. Man fährt da lang
hat eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil man die ganze Zeit mit offenem Mund fährt und aufpassen muss, dass man keine Fliegen fängt. Dann kommt man an Stellen vorbei, wo ehemalige Bahnhöfe umgebaut wurden. Die Leute nett, man trifft so viele, man winkt sich zu, da ist es wurscht egal, was du fährst, ob Mountainbike oder im Rennrad, ob du Bikepacker bist oder dich vom die E-Bikes, die grüßt man vielleicht nicht so. Peanuts? Ich weiß, es sind nur Peanuts. Ja, also, oder ein Rawbite. Magst du einen Kaffee trinken? Ich kenne dich noch nicht so gut. Wir sind jetzt bei 119,5. Wie viel also noch? Bis 134 sind es bis Tarvisio. Und du darfst natürlich nicht da. Und die ziehen sich so dermaßen. Wie immer. Diese letzten 20 Kilometer. Ich bin so fertig. Ich spüre auch meine Beine. Ja, wir haben immer noch einen Schnitt von 20. Wow. So und so. Ist doch ganz gut. Tadellos, wenn man bedenkt, dass wir vorher auch noch knapp 15 Kilometer bis zum Ziel, bis zum Startpunkt gefahren sind. Stimmt. Das heißt, wir kommen heute auf 150 knapp. Die letzten Meter sind so schwer. Aber geil ist trotzdem. Wieder kleine Probleme mit der Schaltung, nachdem das Fahrrad aufs Schaltauge gefallen ist, durch einen Windstoß, nachdem es vor allen Dingen in Reparatur war. Scheiß Anfängerfehler. Da ist es leicht, eher fertig zu sein, ne? Wenn man sich die Reifen pumpen lässt. Green Day. Und wir fahren Berge. Auf dem Höhenprofil ist das Zipfel. Jetzt gibt's Frühstück und dann geht's los. Bis später. Lach mal! So Leute, Story of the Day. Wir fahren gerade mal ein Viertelstündchen. Der erste, ernstzunehmende Anstieg. Ich fahre an Joel vorbei, mich entschuldigend, dass ich schon im niedrigsten Gang bin und deswegen im Schwung bleiben muss. Ihr trockener Kommentar. Du siehst schon, dass du vorne noch auf dem großen Kettenblatt bist.
mal hoch. It's an inside. Bike life inside super. No, it's like a bike woman's purse, as mysterious and deep as Hermione's bag. Und? Sagen Sie mal was? Wunderschön. Und ich würde so gerne da drin baden. Alles klar. Dann war Schluss mit Erfrischung. Von Trenta los, 14% Steigung, 24 Kehren nach oben, auf der anderen Seite 26 runter. Da musste viel getrunken werden, da haben wir viel gerastet, das war echt die Hölle. Aber auch geil, weil du am Ende oben bist und siehst, mein Gott, das habe ich aus eigener Kraft geschafft. Da habe ich dieses Panorama, wenn man überlegt, 10.000 russische Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg haben das Ganze aus dem Boden gestampft. Mein Gott, die haben keinen Blick gehabt für das Ganze hier oben, aber jetzt heute sensationell. Würde ich jedes Mal wieder hochfahren, auf der anderen Seite auch runter, obwohl da dann die Kurven aus Kopfsteinpflaster sind. Sackzement. Eigentlich macht man das im Mai. Das heißt Maigrün. Mein Opa Albert hat uns das gezeigt. Das ist ein junger Lärchenzweig. Mal gucken. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich fand es immer faszinierend. Wo hängst du das dir jetzt hin? Flatterst du das jetzt hinten nicht? Hätte ich einen Manta, wäre es ein Fuchs, der Fuchsschwanz am Spiegel. So Leute, es geht los. Kranjska Gora nach Ljubljana. Der informierte Zuhörer und Zuschauer weiß, Hauptstadt von Slowenien. Soll sauschön sein, deswegen los geht's.
mein Gravel zurückgewünscht und den Pizzateller. Nicht die Spaghetti? Ja, mit Spaghetti Carbonara. Ja. Also doch ein Trikotwechsel. Das Trikot vom Sommer. Sind die schon geschmolzen? Apfelstrudel und Tiramisu. Relativ, es hört sich eklig an, aber es gab nichts anderes. Typisch slowenische Gerichte. Siehst du, heute ist es, wie war das gestern? Secret of a woman's purse. This is a man's purse. Oh, Erste Hilfe. Socks? Socks. Tuch und Hose. Hey. Komplett neues Outfit. Oh mein Gott. Dann bei der Hitze. Hoffen wir, dass da oben bei dieser Kackkuh das Ende ist. Bei der Kuh mit dem eckigen Euter. Ja. Slowenien ist schön. Wir haben es noch nie so schwer gehabt, den Eingang zu einer Wohnung zu finden. Im Hinterhof, vom Hinterhof, vom Hinterhof. Ich glaube, jetzt haben wir es. Mega. Was ja macht. So, Prinzessin, ich hol mal dein Fahrrad hoch, ne? Hast du noch Aufnahme? Hier. Ich muss gestehen, ich liebe Kirchenglocken, also so Geläut. Ljubljana, you've been beautiful. Jetzt noch eine kleine Schleife durch die Altstadt.
Da gibt es noch ein bisschen Footage von den schönen Häusern, den Fassaden und der Burg und Frühstück. Le petit déjeuner. Also was ist da vorne? Du siehst das Unheil schon näher kommen. Das Unheil. Ja, das wird knackig. Wie viel Prozent? Das weiß ich nicht, aber auf Komoot ist es eine rote Linie. Ach du liebes bisschen. Was ich zu sagen habe? Ja, Ist scheißegal, heute habe ich Beine. super. And Sarul. Vielleicht sieht man es nicht, aber an meinem Atem kann man vielleicht erkennen, dass es stetig so zwischen 7 und 14% ungefähr, unten vielleicht 15, hochgeht. Und die Erkenntnis des Tages: in Slowenien überholen dich bergauf sogar die Schmetterlinge. Vorhin, kurz vor dieser mega geilen Abfahrt, hatte ich einfach keine Lust mehr, wirklich überhaupt keine Lust mehr. Und jetzt kam in diese mega geile Abfahrt in diese neue Klimazone, als wären wir in einem anderen Land. Und das zeigt wieder beim Fahrradfahren, dass sich schlagartig alles ändern kann. Und in so einer Situation, wo man einfach nicht mehr kann, nicht mehr will, kommt so was Geiles. Das ist mega. Vorhin von, dass sich das Blatt beim Fahrradfahren immer so schnell ändern kann. Ich habe gemeint, oh, ich hatte keine Lust mehr. Das Blatt wendet sich. Ja, das Blatt wendet sich. Und zwar hatte ich da keine Lust mehr und dann kam diese mega geile Abfahrt in dieses neue Land. Es fühlte sich so gut an. Und dann wendete sich das Blatt nochmal, diesmal nicht so geil. Magst du erzählen, was passiert ist? Nun ja, wir haben festgestellt, dass unsere Unterkunft so weit weg von der Route ist, dass wir von der Route abgewichen sind, auf dem Weg dahin schnell eine Pizza essen, dann hoffentlich noch genug Schlaf bekommen für morgen, am Feiertag in Slowenien wieder einen Shortcut finden müssen aus diesem Kaff auf die Route zurück. Das heißt heute ein bisschen weniger Kilometer, morgen noch mehr. 150 mit, keine Ahnung, 10.000 Höhenmetern nach 100 Kilometern oder so.
Wird gut. Aber was haben wir gelernt in diesen letzten 4 Tagen? Achtsam Fahrrad fahren. Wir sind hier im Hier und Jetzt. Wir essen jetzt Pizza und die wird sein. Nach einer sehr diskutablen oder indiskutablen Routenführung gestern, also unser Fehler, sind wir jetzt wieder auf der Grand Escape. Die letzten 135 Kilometer, zack, und am Ende nochmal 135 Kilometer bis Udine. So günstig zu tanken hier. Hä? So günstig. 1,5 Liter, 1,49. Ist geil. Und schwupp kannst du wieder Kilometer fahren. Höchste Zeit für die Erkenntnis des 5. Tages. Also es sind mehrere. Erstens, heute ist der Nationalfeiertag der Slowenen, weil Unabhängigkeit. Zweitens, es ist heiß, auch heute. Und wir fahren unaufhaltsam dem letzten Scheißanstieg entgegen. Und die letzte Erkenntnis ist, jeder Tag ist anders. Man braucht länger oder kürzer zum Einrollen. Entweder tut der Bobbes weh oder die Beine. Und, oder die Handflächen oder der Rücken oder die Schultern, der Nacken oder alles. Aber geil ist immer.
dann hatten wir es geschafft. Ich war so emotional, ich hätte nur heulen können. Ich war so stolz auf mich. Es hat mich total überwältigt und gleichzeitig war ich so traurig, dass es zu Ende war.